Also ich würde mich freuen, wenn ich normal heiraten könnte. Aber ganz bestimmt nicht Charlie. Die allerdings müsste ich wirklich nicht haben. Aber es hat dich ja niemand dazu gezwungen. Von wegen. Sie hat mir 50.000 Mark geliehen. Ja, ich bin zufrieden. Hatte ein erfolgreiches Meeting, habe sogar schon eine Essenseinladung für uns abgestaubt. Nächste Woche bei Salvatore. Kerstin? Julia. Julia. Hey, was ist? Was? Du guckst mich an, als wäre ich ein Geist. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen durcheinander wegen Sophies Abschied. Wie geht's denn am Knöchel? Soll ich dich tragen? Nein, spinnst du? Das wäre mir viel zu peinlich. Wieso? Nein, Jan, bitte. So schlimm ist es auch nicht. Aber stütz mich ein bisschen. Na gut. So, das sind ein paar Scribbles, die ich gestern mit dem Kreativteam entwickelt habe. Für die Anzeige, für das Logo. Da fehlt natürlich überall noch ein bisschen das Konzept, aber der eine oder andere gute Ansatz ist schon dabei. Wunderbar. Wann haben Sie denn Ihre erste Präsentation mit Reichelt? In 4 Wochen. Er würde am liebsten schon übermorgen die fertigen Layouts haben, aber das geht natürlich nicht. Und wenn Sie wenigstens eine Woche rausholen? Es würde bestimmt einen guten Eindruck machen, wenn Sie schon in 3 Wochen präsentieren könnten. Mal sehen, was sich machen lässt. Ich sehe Reichelt übrigens morgen Vormittag. So, Zum Brunch. hat er Sie eingeladen? Ja, Sehr gut. danke. Dann scheinen Sie ihm ja gut zu gefallen. Sonst würde sich so ein Mann nicht die Zeit nehmen. Bei der Gelegenheit können Sie ihm doch schon mal diese ersten Entwürfe zeigen. Die sind noch viel zu unfertig. Ja, wie Sie meinen. Hauptsache, Sie machen gut Wetter bei ihm. Sie wissen ja, dieser Auftrag ist extrem wichtig für uns. Und wenn wir Erfolg haben, bekommen wir vielleicht im nächsten Jahr den Gesamtetat. Frau von Anstetten, machen Sie sich keine Sorgen, den haben wir schon so gut wie in der Tasche. Umso besser. Sie wissen ja, Reichelt sitzt noch bei 5 anderen potenziellen Neukunden im Aufsichtsrat. Da kommt ein Riesengeschäft auf uns zu. Wer weiß, vielleicht kann ich ihm ja schon morgen Vormittag einen neuen Auftrag entlocken. Da hätte ich nichts dagegen. Du, Roberto, Ja, mein Schatz. kann ich dich mal was fragen? Aber klar doch. Was ist denn eigentlich mit Nestor? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich werde ich ihn verkaufen. Meinst du denn, dass du überhaupt noch was für ihn kriegst? Ich meine, er kann doch jetzt gar nicht mehr. Naja, als Deckhengst ist er natürlich nichts mehr wert. Aber als Springpferd wird er was abwerfen. Und wenn du ihn einfach behältst? Soll ich ihn mit nach Portugal nehmen? Du könntest ihn auch mir schenken. Das werde ich sofort tun, wenn ich es könnte. Aber ich muss Charlie das Geld zurückgeben. Ach, das kannst du doch auch irgendwo anders auftreiben. Und kannst du mir auch sagen, wie? Du könntest es dir leihen, Mir leiht keiner was. außer Charlie. Ja, aber die habe ich ja nun schon angepumpt. Leider. Ich muss Nestor verkaufen, so leid es mir tut. Ist das deins? Wohl kaum. Das ist von Julia. Entschuldigung, es tut mir leid. Jetzt warte doch mal. Das müsste dir eigentlich passen. Willst du es haben? Nein, das geht doch nicht. Na klar geht das. Außerdem steht mir die Farbe nicht. Sie passt nicht zu meinen Haaren. Findest du? Zeig mal her.
Nein, es sieht doch sehr schön aus. Ich weiß nicht. Doch. Du musst es einfach mal anprobieren. Dann wirst du es selbst sehen. Hm? Aber Jan, ich weiß doch, was mir steht und was nicht. Probier's bitte an. Mir zuliebe. Na schön. Aber du wirst sehen, es passt nicht zu mir. Und? Wieder nichts. Es kann doch nicht so schwer sein, den Gaul an den Mann zu bringen. Ich weiß nicht, was da los ist. Nestor ist ein tolles Springpferd. Die Leute müssten sich eigentlich um ihn streiten. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geduld. Irgendwann wird sich schon ein Käufer finden. Wer weiß, wie lange das dauert. Du sollst nicht ewig auf dein Geld warten. Ach, jetzt mach dir doch wegen des Geldes keine Sorgen. Charlie, das ist eine Frage der Ehre. Ich habe dir ein tolles Geschäft versprochen. Daraus ist leider nichts geworden. Dann sollst du wenigstens dein Geld zurückbekommen. Robertino, kannst du auch mal an was anderes denken? Übermorgen heiraten wir. Ich möchte aber nicht mit Schulden vor den Standesbeamten treten. Naja, solange du die Schulden nur bei mir hast, ist doch alles in Ordnung. Dann bleiben sie ja in der Familie. Schneider? Ja, wir haben ein Pferd zu verkaufen. Moment, ich gebe Ihnen meinen Verlobten. Guten Tag. Ja, Nestor ist noch zu haben. Wenn Sie möchten, können Sie ihn morgen gleich ansehen. Hi. Hi. Na? Ist was? Du siehst irgendwie anders aus. Ja, ich habe ein neues T-Shirt. Gefällt's dir? Ich wundere mich nur, dass du so eine Farbe trägst. Ja, um ehrlich zu sein, zuerst war ich auch skeptisch. Aber Jan wollte unbedingt, dass ich's anziehe. Und jetzt finde ich die Farbe richtig klasse. Es steht ja wirklich gut. Danke. Sag mal, habt ihr denn schon eine Idee, wie ihr unsere Wohnung hier zu eurer Hochzeit dekorieren wollt? Nein. Dazu sind wir noch gar nicht gekommen. Hast du vielleicht eine Idee? Oh, mir würde da schon was einfallen. Aber bitte nicht übertreiben. Ne? Von mir aus brauchen wir die Wohnung auch gar nicht großartig dekorieren. Überlass das mal deiner alten Mama. Oh. Entschuldigt bitte. Hallo? Phil! How are you? Thank you. Yes? Account director. That sounds good to me. In New York. Well, I'm afraid I'm not your man. No. Thank you anyway, huh? Sorry. Bye-bye then. War das schon wieder ein Jobangebot? Ja, und zwar eine Spitzenposition. Aber leider wieder in New York. Und ich habe eine vage Erinnerung daran, dass du nicht so wild darauf warst, dort zu leben. Soll ich das schon mitnehmen? Ja, wir sind fertig, danke. Ich habe eine Idee. Wir rufen ein paar Leute an und verabreden uns mit denen in der Kneipe. Nee, keinen Bock. Ach Mann, du bist echt scheiße drauf. Und das alles wegen diesem Gaul. Du hast doch gar keine Ahnung. Nestor ist ein absolutes Superpferd. Schon gut, schon gut. Vielleicht springt der Käufer ja noch ab. Der wäre ja schön bescheuert. Ich würde Nestor auf jeden Fall kaufen. Ja, dann red doch noch mal mit deinem Vater. Vielleicht überlegt er sich noch mal. Das kann er gar nicht. Roberto muss Charlie das Geld zurückzahlen. Deswegen muss er ja verkaufen. Ach, dann verkauft er eben. Na und? Es gibt doch noch genug andere Pferde auf Rena. Aber keins ist so wie Nestor. Ach komm. Ja, nix, ach komm. Wenn du Nestor kennen würdest, wüsstest du, wovon ich rede. Dann stell mir dein Superpferd doch mal vor. Wie jetzt? Ja, lass uns nach Friedenau fahren. Ich wollte eh mal wieder reiten. Oder ist der Käufer schon da? Nee, der kommt erst heute Nachmittag. Tja, dann nix wie los. Reichelt fand es übrigens auch gut, dass wir zum Brunch nicht ins Restaurant gehen, sondern hier bleiben. Tja, mal sehen, wie er den Rest so findet. Ach, ich hab dir doch gesagt. Das ist er. Ich mach auf. Herr Reichelt? Guten Tag, Herr Fröhlich. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Sehr erfreut. Guten Tag. Ganz meinerseits. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Aber kommen Sie doch bitte rein. Danke.
Ihre Verlobte ist wohl noch in der Küche. Nein, Herr von Sterneck ist mein Verlobter. Guten Tag, Frau Reichelt. Guten Tag. Herr Reichelt. Guten Tag. Aber setzen wir uns doch, bitte. Ja. Bitte. Danke. So. Ja, und wann ist es soweit? Übermorgen. Mit der Hochzeit meine ich. So bald schon. Ja, das ist doch wirklich schön. Ja, wir freuen uns auch schon riesig. Ja, dann sollten wir doch vielleicht gleich mal anstoßen. Auf Sie und Ihren Verlobten. Ja. Oh Mist. Entschuldige, das wollte ich nicht. Das geht bestimmt nicht wieder raus. Kirschsaft. Den Pulli kannst du vergessen. Ach, hättest du mir bloß nicht gegeben. Ich meine, er ist doch von Julia. Was soll man da machen? Hoppala, was ist das denn? Kirschsaft. Cleo, kannst du mir ein T-Shirt leihen? Okay, ich hol dir eins. Warte mal, ich hatte eine viel bessere Idee. Zur Feier des Tages gibst du Kerstin frei. Da können wir gemeinsam los einen Pulli für dich kaufen. Hey, seit wann verfügst du über meine Mitarbeiter? Ach, Cleo, bitte. Werde ich vielleicht auch mal gefragt? Wieso? Du gehst ja ohnehin gern shoppen, oder? Wie alle Frauen, hm? Das hast du gesagt. Also, Cleo, was ist? Darf sie los? Das letzte Mal. Du bist ein Schatz. Hey, Keine Sorge, du kommst schon nicht zu kurz. Boah, das ist ja wirklich ein tolles Pferd. Ein ganz lieber bist du. Ich hab dir doch gesagt, gegen Nestor können die anderen wirklich nicht anstinken. Der ist echt total süß. Lass ihn mal lieber in Ruhe, sonst verliebst du dich nachher noch in ihn. Ja, oder er sich in mich. Sag mal, könnte ich ihn vielleicht mal reiten? Spinnst du? Wenn dem was passiert, kann ich mir die Kugel geben. Ach, keine Sorge, ich reite ja schließlich nicht erst seit gestern. Nee. Der ist viel zu wild für dich. Willst du damit etwa sagen, dass ich nicht gut genug bin? Wer hat denn wen beim letzten Ausritt abgehängt, hä? Das war reiner Zufall. Von wegen Zufall. Du bist ja bloß sauer, weil Nestor mich mag. Natürlich. Dann kannst du ihn mich doch reiten lassen. Bloß 1 oder 2 Runden. Na gut. Ach, geil. Aber erzähl bloß Roberto nichts davon. Ich kann mich gerade noch beherrschen. Das hätten Sie mir wirklich vorher sagen müssen. Ich verstehe immer noch nicht, wovon Sie reden. Aber bitte, Herr Reichelt, setzen Sie sich. Danke sehr. Ich hatte mich mit Herrn Fröhlich zum Brunch verabredet. Ja, ich weiß. Aber was ist denn da so Furchtbares passiert? Hat er sich irgendwie daneben benommen? Nein, er war sehr höflich, als er mir seinen Lebensgefährten vorgestellt hat. Wussten Sie, dass Herr Fröhlich mit einem Mann zusammenlebt? Das Essen war also mit Begleitung. Ja. Ich hatte mitgekriegt, dass Herr Fröhlich heiratet und habe spontan vorgeschlagen, dass er mir seine Braut vorstellt. Und Sie haben bei der Gelegenheit feststellen müssen, dass die Braut ein Mann ist. Ja. Was denken Sie, wie peinlich das war? Ich musste 2 Stunden lang mit diesen Leuten an einem Tisch sitzen. Ich verstehe Ihre Empörung. Wenn ich gewusst hätte, dass Ihnen das unangenehm ist, hätte ich Herrn Fröhlich selbstverständlich gebeten, seinen Freund... Nein, das ist schon gut so. So weiß ich wenigstens, woran ich bin. Man merkt es Herrn Fröhlich ja sonst auch überhaupt nicht an. Nein. Und das ist auch nicht unüblich für die Werbebranche. Ganz zu schweigen von den Modedesignern. Die sind alle andersrum. Na gut. Sie sind vielleicht daran gewöhnt. Ich habe sonst nie mit Homosexuellen zu tun. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich auch froh darüber. Sicher. Aber wir sollten noch versuchen, sachliche Erwägungen in den Vordergrund zu stellen. Herr Fröhlich ist nun mal der beste Mann für den Job. Aber stellen Sie sich nur mal vor, die Konkurrenz kriegt mit, dass wir unsere Werbung von einem Homosexuellen machen lassen. Wir verkaufen Familienautos. Wir brauchen das doch nicht an die große Glocke zu hängen. Frau von Anstetten,
Herr Fröhlich will seinen Liebhaber heiraten. Ich weiß zwar nicht, wie das möglich ist, aber er hat es vor. Sicherlich wird im Fernsehen darüber berichtet. Und wenn er erwähnt, an welcher Kampagne er gerade arbeitet, dann haben wir die Bescherung. Nein, nein, Herr Reichelt, davon wird nichts an die Öffentlichkeit treten. Das versichere ich Ihnen. Dafür verbürge ich mich persönlich. Und wenn trotzdem etwas durchsickert? Durch einen Zufall? Das werde ich zu verhindern wissen. Hoffentlich. Sonst muss ich leider meinen Auftrag stornieren. Ich finde die Sachen eigentlich alle sehr schön. Hm? Ach, jetzt hilf mir doch mal. Ich kann mich nicht entscheiden. Also das könnte hier eigentlich auch gehen. Ich weiß nicht so recht. Ich finde die Farben irgendwie alle ein bisschen, naja, ein bisschen öde. Ich habe auch noch Sommersachen in helleren Farben und Pastelltönen. Warten Sie mal. Aber das hier nehme ich auf alle Fälle. Ja, die finde ich schön. Ach, sind die Farben nicht total out? Aber nein. Außerdem sind das diese Saison ganz andere Stoffe. Und der Transparent-Look ist auch neu. Probier's doch mal an. Steht dir bestimmt sehr gut. Ich weiß nicht. Doch, doch, ganz bestimmt. Na gut, ich kann es dir mal überziehen. Jetzt raten Sie mal, was ich hier habe. Die Layouts für die Automobilkampagne. Der Art Director und ich... Vergessen Sie die Layouts. Setzen Sie sich. Ja, aber... Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass bei dem Essen Gero von Sterneck dabei ist? Er dachte nicht, dass das so wichtig ist. Menschenskind. Sind Sie wirklich so naiv? Ja, aber Sie wussten doch, dass ich mit Gero zusammen bin. Ja, ich weiß das. Und mir ist es auch egal. Aber Reichelt hat da ganz andere Ansichten. Oh, ich glaube, er fand ihn sehr nett. Sehr nett. Sie sind sich wohl nicht im Klaren darüber, dass Sie unseren bisher größten Kunden damit vor dem Kopf gestoßen haben. Reichelt ist ein erzkonservativer Mann. Dem können Sie doch nicht einen Mann als Ihren Lebenspartner präsentieren. Was hätte ich denn machen sollen? Eine Frau engagieren? Es hätte doch schon gereicht, wenn Gero einfach nicht dabei gewesen wäre. Man muss doch sein Intimleben nicht immer vor allen Leuten ausbreiten. Ich soll Gero verleugnen? Genau das. Andernfalls hat Reichelt gedroht, seinen Auftrag zu stornieren. Was hat er? Es darf einfach nicht an die Öffentlichkeit dringen, dass diese Kampagne von einem Mann gemacht wird, der einen Mann heiraten will. Und überhaupt diese ganze Hochzeit, die blasen Sie besser ab. Wie bitte? Es ist sowieso lächerlich, einen Mann heiraten zu wollen. Das geht doch gar nicht. Bitte, Frau von Anstetten, das ist wohl meine Privatangelegenheit. Nicht, wenn es die Agentur betrifft. Hier geht es um Millionenumsätze. Das ist mir egal. Ich liebe Gero von Sterneck und ich werde ihn heiraten. Das werden Sie nicht tun. Ich stehe damit bei Reichelt im Wort. Ach, Sie haben ihm versprochen, mir das auszureden? Ich habe ihm zugesagt, dass seine Kampagne durch Ihre sexuelle Neigung keinen Schaden nehmen wird. Sie wissen also, was Sie zu tun haben. Oh ja, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ich werde bedauerlicherweise unsere Zusammenarbeit auf der Stelle beenden. Sie werden sich einen anderen Werbeberater suchen müssen. Auf mich können Sie nicht mehr zählen. Sei bitte vorsichtig. Keine Sorge, ich habe ihn voll im Griff. Das ist nicht zu glauben. Was bilden sich diese Leute eigentlich ein? Erwarten die im Ernst, dass du dermaßen nach ihrer Pfeife tanzt? Offensichtlich. Allein, dass Clarissa dir verbietet zu heiraten. Tja, das ist nicht zu fassen. Tja, wenn es um den Verlust eines Auftrages geht, dann muss man eben Opfer bringen. Dass dieser Reichel es auch so schlimm findet, dass ein Schwuler seine Kampagne macht. Er sagt, er verkauft Familienautos. Ah. Ja, und deswegen kann ein Schwuler nicht dafür werben?
Was glaubt er eigentlich, was Schwule sind? Asexuelle Einzelwesen oder was? Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls bin ich froh, dass ich konsequent war. Ich lasse mir doch nichts verbieten. Nee, das hast du noch nicht nötig. Und ich bin sehr stolz auf dich. Das hat nicht jeder getan. Na, hör mal. Wir wollen doch heiraten. Glaubst du, ich würde Geld von jemandem nehmen, der das nicht akzeptiert? Nein. Außerdem war es Zeit für was Neues. Hm? Hm. Du findest auch ganz bestimmt schnell was anderes. Ja. Da hat doch dieser Phil heute Morgen angerufen. Aus New York, wegen diesem Job. Ja, aber den hast du doch abgesagt. Ja, aber vielleicht ist er ja noch zu haben. Und ich könnte sagen, dass sich bei mir was geändert hat. Was soll ich in New York? Ich meine, das hatten wir ja nur schon. Ja, aber ich habe mir überlegt, vielleicht könnte mein Vater irgendwas drehen. Dein Vater? Ja, der arbeitet doch im Auswärtigen Amt, war jahrelang in New York bei der UNO. Ich würde mich wundern, wenn der nicht den einen oder anderen Kontakt zu Medizinerkreisen hätte. Tja, das wäre natürlich was anderes. Wenn ich einen Job hätte, würde ich schon viel eher mitkommen. Ja, wirklich? Ach, dann mache ich doch gleich ein paar Anrufe. Hm? Hey, das ist ja schön. Ja, das gehört dir auch Das mal. passt genau zu meinem Kleid. Und hast du das denn gekauft? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach, weißt du, das... Danke, Jan. Das ist wirklich eine süße Überraschung. Rudi! Rudi! Ich weiß nicht, wo der Stahlbursche steckt. Vielleicht hat der Nestor ja auf die Koppel gebracht. Das will ich ihm nicht geraten haben. Aber irgendwo muss das Tier doch sein. Ich habe ihm extra gesagt, dass wir heute Nachmittag kommen, um das Pferd anzusehen. Und wenn er das ganz einfach vergessen hat? Ach, sowas kann man doch nicht vergessen. Scheinbar schon. Meinen Sie denn, dass ich das Pferd heute überhaupt noch zu sehen bekomme? Aber natürlich, Graf Helm. Lassen Sie mich eine Sekunde überlegen. Ich hab's. Ich frage einfach den Stallmeister. Er muss doch wissen, wo der Rudi mit dem Pferd hin ist. Wenn Sie eine Minute Zeit haben? Naja, ein paar Minuten hätte ich noch, aber... Ich bin sofort wieder da. So, komm, es reicht doch jetzt. Wir bringen Nestor wieder zurück. Ach nee, es macht gerade so viel Spaß. Jackie? Jackie? Jackie! Was denn? Du kommst jetzt sofort zurück! Gleich! Nicht gleich, sofort! Erst will ich noch mal springen. Ihr sagt mal, bist du verrückt? Siehst du das Hindernis da? Mach keinen Scheiß, das schaffst du nicht! Klar schaffe ich den. Guck genau hin. Dann kannst du noch was lernen. Jackie, bleib stehen! Jackie!